Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, März 1943. Wir versuchen die Zeit zu nutzen und unsere Kameraden hier noch würdevoll zu bestatten. Die Erkennungsmarken werden, sofern noch vorhanden, eingesammelt und wir heben schnell ein Grab für die Toten aus. Wir können sie nicht mit zurücknehmen, aber in dieser fremden Erde liegen schon so viele unserer Männer, dass es einem manchmal die Tränen in die Augen treibt. Da wir hier im Niemandsland sind und auch nicht genau wissen, wann wir wieder hierher kommen, um die Toten umzubetten, legen wir ein Grab an, markieren es auf der Landkarte und machen es so unkenntlich, dass der Russe, wenn er hier vorbeikommt, es nicht öffnet und die Leichen plündert. Das haben wir allerdings auch schon erlebt und deswegen haben wir diese Vorgehensweise gewählt. Ich habe zusammen mit Heinz den Fahrer und den Funker aus dem abgeschossenen Panzer IV geholt. Das war keine leichte Aufgabe, da die Männer so stark verbrannt waren. Ich musste mich ordentlich zusammenreißen, sonst hätte ich mich sicher übergeben. Aus dem Panzer III, der auch mehrere Treffer abbekommen hatte, wurde der tote Funker geborgen. Die anderen waren nur leicht verletzt. Trotzdem ist der Panzer komplett im Eimer und hier im Feld nicht mehr zu reparieren. Zurückschleppen wird also auch nichts, somit wird er hier vor Ort gesprengt. Wir laden noch ein paar Granaten um und dann wird der Restbestand zum Zünden vorbereitet. Wir sind schon einen knappen Kilometer weg, da zerreißt es den Panzer in 1000 Teile und der Turm wirbelt durch die Luft. Wieder einer weniger. Wir bekommen Nachricht, dass die Luftaufklärung feindliche Truppenbewegungen im Norden gemeldet hat. Wenn wir hier jetzt nicht auf die Tube drücken, werden wir abgeschnitten. Die gefangenen Russen nehmen wir mit. Der Oberleutnant der Panzergrenadiere will unbedingt die Männer mitnehmen. Die nicht gehfähigen und Verwundeten werden hier zurückgelassen. Da sollen sich die eigenen Truppen drum kümmern. Wir versuchen zügig voranzukommen, aber durch die Gefangenen in der Mitte dauert es immer länger. Gut 100 Mann trotten zwischen uns her und ich bin der Meinung, dass wir die hier hätten lassen sollen. Mein Kommandant bemerkt meinen Unmut und fragt mich, was mir über die Leber gelaufen wäre. Ich erkläre ihm, dass wir mit dem langsamen Rückmarsch ein vorzügliches Angriffsziel für die Russen werden. Entweder Panzer aus der Flanke oder die rote Luftwaffe. Irgendwer schaut sicher vorbei. Er winkt ab und meint, dass unsere Jäger schon aufpassen werden. Klar, der kennt sich aus, der Herr Oberfähnrich. Ich schmolle, denn das alte Lied kennen wir ja schon. Wir kriechen quasi den Anmarschweg entlang zurück. Und ich habe das Gefühl, dass die Iwans extra langsam laufen, um uns aufzuhalten. Plötzlich beginnt es zu donnern und der Kommandant schaut mit dem Fernglas zurück zu der Lichtung, wo wir die Artilleriestellung zerstört haben und wo auch die verwundeten Russen liegen. Stalin-Orgeln haben den ganzen Bereich unter Beschuss genommen und Lichtung, Wald und das Dorf vernichtet. Nur noch Explosionen und Rauchwolken sind zu sehen. Keine Sekunde zu früh für uns. Aber die Zivilbevölkerung und die restlichen Russen dort, das hat sich dann wohl auch erledigt. Das ist so unbegreiflich, was unsere Feinde mit den eigenen Leuten veranstalten. Kein Versuch zur Hilfe zu kommen, sondern einfach drauf. Als ob man sich denkt, ja, wir können sicher auch ein paar Deutsche treffen und ab dafür. Der Mensch scheint hier nichts wert zu sein. Weiter und immer weiter wühlen sich unsere Panzer durch den Schlamm auf dem Weg, den wir gekommen sind. Ich schreie schon die Russen vor dem Panzer an. Dawai, dawai! Die sollen endlich zusehen, die Burschen. Ich habe da so meine Bedenken. Aber der Oberleutnant der Grenadiere will auf seine Beute nicht verzichten. Nach 5 Kilometern stoppen wir. Technischer Halt. Und die Russen werfen sich zu Boden. Ich gehe zu den anderen Panzerleuten und rauche eine Zigarette. Wir sind alle nicht begeistert. Aber was sollen wir machen? Nach 10 Minuten soll es weitergehen und wir sitzen wieder auf. Mühsam stellen sich die Gefangenen wieder hin und werden mit den Gewehrkolben angetrieben. Die Motoren röhren und so bekommen wir das laute Rufen der Grenadiere kaum mit. Rote Flieger greifen an. Da haben wir den Salat. Ab in den Panzer und Deckel zu. Ich rufe, wir müssen von dem Weg runter, sonst fliegt er einmal unsere Kolonne ab und kann uns dann alle in der Reihe treffen. Ich höre schon, wie die MGs der SPW den Feuerkampf aufnehmen, aber wenn das Sturmowicks sind,
Die haben eine harte Schale. Und schon geht der Reigen los. Die Bordwaffen hämmern gegen unsere Panzer und richten sicherlich unter unseren Fahrzeugen ein heilloses Durcheinander an. Wir rucken an und Heinz schwenkt den Panzer vom Weg runter, knapp 50 Meter weg von dem ganzen Geschehen. Der Oberfähnrich macht die Luke auf und steckt den Kopf raus. Ja, ist der denn wahnsinnig? In dem Feuerregen kriegt er doch glatt einen an die Rübe. Ich höre die Einschläge am Panzer und reiße ihn vom Kommandantensitz. Keine Sekunde zu früh und Funken der Abpraller sprühen durch das Lug in den Kampfraum. Nichts passiert. Aber Krugstein schaut mich böse an. Ich schreie noch, dass er unten bleiben soll. Er reißt sich los und steckt wieder die Birne raus. Nun denn, wenn er es denn so haben will, ich bleibe im Turm. Nach 10 Minuten ist der Spuk vorbei und die Flieger sind weg. Keine deutschen Jäger, die uns beschützt haben, kein Flakzug, der die Russen vom Himmel geschossen hat. Sauerei mal wieder. Erst mal sehen, was passiert ist. Ein Schützenpanzerwagen und ein LKW brennen. Ein Panzer 3 hat ordentlich was abbekommen, scheint aber noch fahren zu können. Und wir haben eine Menge Kratzer abgekriegt, aber die hatten wohl keine Eier mehr zum Werfen dabei. Aber die Bordwaffen der Vögel reichen in der Regel auch schon aus. Wir haben schon zahlreiche Verwundete, aber die Russen hat es voll erwischt. Die MGs und Bordkanonen. Die 2 Zentimeter der Bordwaffen hat dazwischen gehalten. Bestimmt die Hälfte der Russen ist tot und der Rest verwundet. Die Offiziere stecken die Köpfe zusammen und beraten, was zu tun sei. Es wird beschlossen, die Russen hier zu lassen. Unsere Verwundeten gehen auf die LKW und wir machen Dampf, dass wir nach Hause kommen. 5 Tote haben wir auch zu beklagen und zahlreiche Verwundete, die nun auf die Fahrzeuge verteilt werden. Der Rest muss auf die Panzer und wir wollen sehen, dass wir endlich Richtung Heimat kommen. Die Kolonne setzt sich in Bewegung und wir überlassen den Iwan sich selbst. Verbandszeug haben unsere Sannis noch ausgegeben, aber den Rest müssen sie nun alleine hinbekommen. Der Kommandant hat eine ordentliche Beule am Kopf. Als ich ihn runtergerissen habe, hat er sich wohl den Kopf gestoßen. Er grummelt noch, aber redet nicht viel. Ich denke, der Tanz ist noch nicht ausgetanzt. An unserem Außenposten machen wir einen weiteren Halt. 2 Zugmaschinen und einige Sandfahrzeuge sind vor Ort, um die Verwundeten zu übernehmen. Nach weiteren 30 Minuten fahren wir die letzte Etappe und kommen dann auch endlich wieder in Konstantinowka an. Der Oberfähnrich gibt Anweisungen, direkt zur Instandsetzung zu fahren, um die Schäden zu prüfen und um den Turmdrehkranz wieder klarzukriegen. Wir sprechen mit den Mechanikern und die restliche Besatzung macht sich auf zur Unterkunft. Der Kommandant nimmt mich zur Seite. Mit leichter Wut in der Stimme versucht er noch diplomatisch, mir zu erklären, was er von dem Ganzen hält. Wenn ich eines gelernt habe, ist es, erstmal die Klappe zu halten. Seiner Ansicht nach hätten wir mit dem defekten Turm nicht weiter angreifen sollen. Ich sollte mich nicht nochmal über seine Befehle hinwegsetzen, auch wenn es diesmal gut ausgegangen ist. Und er erläutert mir, dass wenn er der Meinung ist, aus dem Lug zu schauen, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Ich überlege ein wenig, verkneife mir dann aber doch jedwede Antwort. Am Ende kommt noch trotz alledem ein guter Anfang mit dieser Besatzung und wir beide werden uns auch noch einig. Dann ein Schlag auf die Schulter und ich darf wegtreten. Auf dem Weg zu Schmidt denke ich mir, dass der Grünschnabel auch noch ruhiger wird. Aber nun will ich endlich wissen, was mit Schmidts Arm los ist. Als ich in der Stabsbaracke ankomme, ist nur der Spieß da und ich melde mich zurück und erkundige mich nach Schmidt. Der ist beim Hauptmann in der Unterkunft. Papiere unterschreiben lassen, erklärt der Spieß. Nun will ich es aber genau wissen. Ich spendiere eine Zigarette und frage nebenbei, was denn nun passiert ist. Der Spieß grinst, muss lachen und dann rückt er doch irgendwann mit der Sprache raus. Also Schmidt war draußen auf einem Aufklärungseinsatz mit dem Kompaniechef. Ruhige Ecke dort, aber hier in Russland, da weiß man ja nie. Wie auch immer hatte sich Schmidt vor den Bauch so vollgeschlagen und nun stand er mit dem Alten in der Walachei. Kein Baum, kein Strauch. Und dann grummelte es im Magen. Er hielt es nicht mehr aus und der Hauptmann, leicht wütend über den Umstand, ließ ihn ziehen, damit er sich einen stillen Ort für sein Geschäft suchen konnte. Er gab ihm noch mit auf den Weg, dass ihn der Blitz beim Scheißen treffen möge. Nach 5 Minuten hatte sich ein Trupp Russen an die Einheit vom Chef herangeschlichen und es gab ein kleines Feuergefecht.
Aufgeschreckt davon kam Schmidt mit den Hosen an den Knien wie ein aufgescheuchtes Huhn zum Kübel zurückgelaufen. Und zack, bekam er einen Streifschuss in den Flügel ab. Er wurde herumgerissen und dann lag er da mit den Hosen an den Knöcheln, schreiend auf dem Feld. Und das war die ganze Geschichte und wir müssen alle noch immer über den Blitz lachen. Na, endlich mal was zum Schmunzeln. Glück hat er dann doch gehabt, der Schmidt. Das hätte auch ins Auge gehen können. Na, dann warte ich mal ab, bis er wieder hier ist. Der Spieß fragt noch nach dem Grünschnabel. Ich winke ab und erkläre ihm, dass sich das alles noch finden wird. Ich bin gespannt, ob wir noch Freunde werden.